Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Staffel von Yell It! Yell it, yell it, yell it, yell it, yell it from the mountain. Yell It from the Mountain, Konversationen mit KünstlerInnen aus Deutschland, Kanada und der ganzen Welt. Und die dritte Staffel wird unterstützt von dem Goethe-Institut Toronto, von dem afrodeutschen KünstlerInnen-Kollektiv Label Noir und von der Heinrich-Böll-Stiftung. Und heute ist zu Gast der famose, weit gereiste, wir werden das gleich noch ausführen, warum, der beeindruckende, internationale und vielseitige Jide Akinlimino. When it came to marriage, his father warned him that children of mixed marriages are like birds with two pairs of wings. If one pair should break or weaken, they would use the stronger pair to fly with. Careful, bro. If I met someone like Sydney, I swear to God, Sydney would make me consider marrying a white woman. With the way she tries, and I see her with you, because that's the first white woman I've seen that is really like into Nigerian stuff and, you know, Zilios learns Yoruba on YouTube and shit. Herzlich willkommen! Wup, wup. Wir sind total gespannt, gleich noch viel mehr von dir zu hören. Ich möchte bloß ganz kurz noch sagen, wo wir sind. Wir sind heute hier im schönen Berlin, ziemlich zentral, würde ich sagen, in Berlin. Und wir sitzen auf einer olivgrünen Couch mit einem schwarz-weißen Teppich vor uns. Ich trage einen babyblauen Suit und ein Vintage Destiny T-Shirt und habe meinen Fro offen und hinter uns ist so typisch Berlin-Style so die Tapete abgerissen, so eine unverputzte Wand. Und du kannst ja auch noch mal kurz beschreiben, was du anhast. Ach so, ja, ich habe heute, wollte ich eine meiner Lieblings-T-Shirts anziehen, aber weil es noch ein bisschen kalt ist, ist da auch noch ein Unterhemd drunter. Und diesen alten, ist das ein Cardigan oder so? Ja. Weil es noch nicht Schwarze Cardigan. Weil es noch nicht warm genug ist, um... Voll stylisch auf jeden Fall und nice Enkelboots und Jeans. Und ich habe ja Jide gefragt, was er für ein Getränk, was du am liebsten trinkst. Und wir können ja jetzt mal hier so ganz elegant nach hinten reichen. Und da haben wir doch ein Aperol Spritz. Aperol Spritz. Dachte ich ganz gediegen. Cheers. Das ist auch das erste Mal, dass Yell It live ich wirklich cheersen kann und nicht das einfach nur so Prost durch den Computer und durch den Screen. Das ist echt total cool. An dieser Stelle sei gesagt, wir sind getestet und dürfen hier so nebeneinander auf der Couch sitzen ohne Maske. Jide, in der guten alten Yell It-Tradition möchte ich dich bitten, dich kurz vorzustellen. Also wer bist du, was machst du, welche Zuschreibungen oder Beschreibungen würdest du finden, um zu sagen, wer du bist und was du machst? Okay, also ich bin Jide Tom Akinlimino, das sind gleich zwei Namen. Ich bin ein dänisch-nigerianischer Filmemacher und genau, geboren in Dänemark, aber aufgewachsen in Nigeria, von 0 bis 10 Jahre. Und dann ab 10 Jahren in Dänemark zur Schule gegangen und seit 2004 bin ich in Berlin und habe hier Kamera studiert in der Filmschule. Und Filmemacher bin ich geworden, ich denke schon, bevor ich nach Berlin kam. Da hat mich Fotografie und Video interessiert und ja, das habe ich dann hier irgendwie richtig ordentlich gelernt und dann irgendwann angefangen, meine eigenen Geschichten mit der Kamera aufzuarbeiten. Weil hier hast du erstmal dann auch Kamera, also die Kamera studiert, ne? Und eigentlich dich ja ganz viel mit dem bewegten Bild beschäftigt. Und wie schnell wurde dir dann klar, dass du eben auch Regie machen willst und dass die Ideen sozusagen auch und die Recherche und das alles auch mit dazugehört? Ja, vor der Filmschule war das ja so, dass man sich bewerben müsste in eine bestimmte Richtung. Du musst dich als Kameraperson bewerben oder als Regisseur bewerben.
Und ich kam aber aus der Fotografie, wo ich quasi als eine Person hinter der Kamera schon mal alles bin. Ich bin der Erzähler, ich bin der Macher, ich bin der Seher. Ich sehe etwas und ich vermittle das weiter an ein Publikum. Und das dann aufzuteilen in Kamera oder Regie, das war mir, dazu war ich noch nicht bereit. Ich war nicht bereit zu sagen, dass ich Regisseur bin, weil so wie ich die Rolle vom Regisseur verstanden habe, war jemand, der viel schreibt und dann delegiert. So. Und ich habe nicht viel geschrieben, ich habe keine Geschichten ausgedacht, die man dann verfilmen musste, sondern ich habe nur Sachen gesehen. Und im Laufe des Studiums habe ich dann irgendwie geschafft, meinen eigenen Weg zu finden, das zu kombinieren, dass ich da hinter der Kamera bleiben kann, aber auch meine Geschichten erzählen kann. So. Cool. Also ich habe jetzt ein paar Fragen, so ein Pop-up-Fragen, wo man einfach relativ schnell antworten kann, aber lass dir auch Zeit, wenn du noch kurz nachdenken musst, einfach um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Also, die erste Frage, welches Buch hast du als letztes gelesen? Ich bin so einer der, ich bin nicht so ein guter Leser. Ich fange viele Bücher an und aber das letzte, was ich begonnen habe, heißt Epistemological Relativism, an Inquiry into the Possibility of Universal Knowledge. Krass, okay. So, und es geht darum, das ist ein Philosoph, ein afrikanischer Philosoph, der versucht, er heißt Adegboya G. Arangum. Und er versucht einen Zusammenhang oder einen Vergleich zu finden, wie also westliche Philosophie, das scheint irgendwie den Mainstream zu dominieren. Und er versucht einen Weg zu finden, wie kann afrikanisches, also gibt es ein universelles Wissenssystem? Gibt es eine Art, wie alle Wissenssysteme, alle Denksysteme sich irgendwie vereinigen können? Glaube ich, ist das, was sein Versuch ist. So. Okay. Aber es ist sehr komplex so. Aber ich finde es interessant, weil ich finde es problematisch, dass die westliche philosophische Norm so irgendwie die dominante ist. Also es gibt andere Ebenen, es gibt andere Welten, es gibt andere Sprachen, es gibt eine andere Art zu denken. Ja. Genau, sonst ist hier James Baldwin dabei. Immer gut, der Baldwin. Und was ist das? Bale Street? Nee. Go Tell It to the Mountain. Tell It on the Mountain. Ey, yell it. Und, Das passt ja richtig gut. Und was haben wir noch? Tomoyuki Hoshino, We the Children of the Cats, habe ich auch nur kurz angefangen. Und dann wieder was Afrikanisches, Of Water and the Spirit, Ritual Magic and Initiation of the Life, in the Life of an African Shaman. So. Was empowert dich? Support zu spüren, Support von Familie, von Freunden, zu wissen, dass man nicht alleine dasteht. Du hast deinen Film schon mehrmals angesprochen und ich möchte auch gerne darauf kommen, weil ich viele Fragen dazu habe. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Er lief dieses Jahr 2021 auf der Berlinale in der Reihe Perspektive Deutsches Kino. When a Farm Goes Aflame. Und also total toll, oder? Also ich schätze mal nicht, dass du damit gerechnet hast. Das ist ja eine sehr konkrete Auswahl. Wo warst du? Was war deine erste Reaktion, als du erfahren hast, dass dein Film ausgewählt wurde? Ich war auf dem Fahrrad. Nee, das war wunderschön und das war ideal. Das war der Wunsch. Das habe ich mir als Ziel von dieser Arbeit gewünscht, dass er bei der Berlinale laufen könnte. Und das hat geklappt. Und gut, dieses Jahr war seltsam mit dem Online und alles anders. Trotzdem finde ich das, hat mich schon sehr, sehr bewegt und auch überrascht. Also auch wenn ich das irgendwie so sehr gewollt habe und gewünscht habe, war das trotzdem überraschend. Diesen Film zu machen war ein sehr langer Prozess, sehr schwierig und das war immer so hoch und runter mit dem Glauben an dem Film als Film auch. So, ist das wirklich etwas, was die Leute sehen wollen würde? So. Was mich so bewegt hat, als ich ihn mir angeguckt habe, ist, es ist so ein privater Film. Ja? Also es geht um dein Leben, um das Leben deiner Familie. Und ich habe mich
ich habe mich gefragt, wie das für dich war. Weil das ist ja nicht unbedingt, würde ich jetzt sagen, das super üblichste in der Branche, dass jetzt jeder Schauspieler oder jeder Filmemacher oder jeder wirklich so viel preisgibt. Also meiner Meinung nach hast du dich ja auch irgendwie nackt gemacht, ne? Und ganz offen gezeigt, was in deiner Familiengeschichte passiert. War das eine ganz bewusste Entscheidung, als du diesen Film angefangen hast, dass dir klar war, dass du jetzt quasi das auch veröffentlichen wirst? Als ich mit diesem neuen Film angefangen habe, habe ich gewusst, dass das kann passieren oder das ist das Ziel, einen Film für die Öffentlichkeit zu machen. Aber dieses Gefühl oder Sicherheit hatte ich nur, weil ich schon mal einen Film gemacht habe und der war gemacht, ohne zu wissen, was dabei entstehen würde. Ich dachte, das war mein Abschlussfilm von der Filmschule und das war ein Film über meinen Vater und den habe ich wirklich so naiv und simpel gemacht, nicht wissend, also sogar denkend, dass ja, das ist auch okay, wenn er in der Schublade bleibt, der muss nicht raus in die Öffentlichkeit. Aber dann kam er raus auf Festivals und hat einen relativen Erfolg gehabt. Und, er hatte den Dreisat-Förderpreis. Dreisat-Förderpreis gewonnen, African Movie Academy Award in 2014 in Nigeria. Und deswegen, als ich dann mit dem zweiten Film angefangen habe, habe ich gewusst, okay, wenn das jetzt auch gut läuft, dann wird es auch öffentlich werden. Also ich habe gewusst, das ist ein sehr privates oder intimes Vorhaben, aber es hat seinen Platz auch. Wenn ich das gut mache, dann ist es auch relevant zu erzählen und das zu teilen. Was ich auch krass finde, ist, dass du, finde ich, ganz krass an der Grenze gehst. Und immer wieder gibt es so Situationen zwischen in deiner Familie, wo ich dachte so, also einmal sagt dein Vater auch ganz klar so, wenn du dies tust, dann haben wir keinen Kontakt mehr. Und das ist so, es gibt so einige Momente, wo ich als Zuschauerin das Gefühl hatte, finden die das jetzt gut? Ja, also deine Familienmitglieder und so. Wie stark waren da die Reibungen und wie war das für dich, da zu sagen, okay, da gehe ich jetzt gerade rein? Der Film ist ja entstanden über längere Zeit. So, ich habe gedreht, sagen wir grob, über 3 Jahre. Und vielleicht soll man nur so ganz grob sagen, also die Grundlage des Films oder die Erzählung des Films ist nach der Entdeckung von einer Lebenslüge von meinem Vater oder Lebensgeheimnis, bewege ich mich raus und versuche mit verschiedenen Familienmitgliedern zu reden über wie sie damit umgegangen sind, erstens im Dunkeln zu leben, also als Geheimnis zu leben und in meinem Muttersfall zu fragen, wie es ihr ging damit, das zu entdecken im hohen oder im späten Lebensabschnitt, zu entdecken, dass ihr Mann diesen Lebensgeheimnis hat, eine zweite Familie in Nigeria gehabt zu haben. Genau, das ist die Prämisse des Films, aber das ist ja nicht alles auf einmal passiert. Lebensgeheimnis kam, sagen wir mal, 2013 raus. Ich habe erst entschieden, diesen neuen Film zu machen, 2015, zu einer Zeit, wo ich dachte, der Schock ist vorbei, alle haben sich an die neue Situation gewöhnt, alle haben das für sich irgendwie verarbeitet und jetzt können wir reflektiert darüber reden. Und dann habe ich angefangen zu drehen, zu einer Zeit, wo ich dachte, wir sind alle bereit. Sobald man solche Schritte beginnt, dann bewegt sich was. Das Universum checkt es bewegen sich Sachen und es kommen dann neue Sachen raus. Und auch wenn ich dachte, ich wollte nicht, dass es schwierig sein sollte, ich dachte, die Leute sind bereit zu reden, gab es immer wieder neue Sachen, so dass es dann doch schwierig war und ich bin auch sehr viel Widerstand gestoßen in verschiedenen Aspekten. So. Und das war für niemand leicht, muss ich leider zugeben. Und das ist auch das, was du meintest anfangs, als du gesagt hast, dass du auch immer wieder, dass es so eine Reise von Höhen und Tiefen war und du immer wieder an diesen Punkt gekommen bist und überlegt hast, soll ich diesen Film weitermachen oder kann ich diesen Film weitermachen? Sind dir manche
der Familienmitglieder zum ersten Mal begegnet, wirklich in dem Material? Also, das heißt, ist das wirklich das erste Mal, dass du die auch getroffen hast? Ja, also ich habe Halbgeschwister in Nigeria, oder beziehungsweise eine ist in Kanada, Halbbruder und Halbschwester, und die habe ich kennengelernt in 2010, ohne zu wissen, dass sie meine Geschwister waren. Wow. Und erst 3 Jahre später habe ich das dann verstanden, dass sie meine Geschwister sind. Ich finde, das ist jetzt nur ein Kommentar, dass du sehr pur bist in deinen Aufnahmen. Und es gibt da so, ne, es ist ganz klar, dass du, finde ich, auch so diesen Konflikt oder den Schmerz oder diese Wahrheit, dass das Leben ja mit sich bringt, aussuchst. Und eine Frage, die mich persönlich bewegt hat, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mein Ding ist so, zum einen ist es ja so, das, was ich schon vorher gesagt habe, es ist deine Familie, ja? Also es, finde ich, gehört schon ganz schön viel Mut dazu, so eine Geschichte so öffentlich zu machen. Aber aus meiner, ich sage das jetzt mal so, aus der Black Perspective, habe ich immer so einen inneren Ansporn, das ist schon leider so reflexartig, der Gesellschaft geschuldet, finde ich, das so die Geschichte zu schützen. So. Und in diesem Fall kommen ja interkulturelle Beziehungen, würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt gut weg. Ja? Also es ist schon klar, das ist die Wahrheit, aber hattest du jemals Sorge, dass das quasi gerade in so einem europäischen oder sehr weißen oder sehr deutschen Kontext so gedeutet werden können, also eher negativ? Ich hatte die ganze Zeit, also in dem Prozess vom Machen des Films natürlich immer wieder Sorge, wie wird das gesehen, wie wird das verstanden. Aber da habe ich versucht, so ein bisschen Tunnelblick zu behalten, so dass der Prozess des Materialsammeln ist eine persönliche Entwicklung von mir aus so. Das ist halt die Sachen, wie sie für mich passiert sind und wo ich dann mich hingegangen bin. Das wollte ich irgendwie treu bleiben und nicht zu viel reflektieren über, was die Außenwelt dazu sagt. So. Also das ist dann ein Aspekt. Erstmal Material sammeln in dem Modus, in der du bist, in dem Wissensstand, was du hast, und treu sein zu der Suche, die du magst. So. Und für mich ging es nicht darum, irgendwie zu suchen nach was schief läuft oder was ein Fehler ist oder wer hat was Schlechtes gemacht oder so, sondern wirklich zu verstehen, so, wie kam das dazu und was waren die Gefühle, die das verursacht haben. Welches Gefühl hat mein Vater, als er sich in die Situation gebracht hat, eine zweite Familie gründen zu wollen? Oder also was Ja, das sagst du auch direkt im Film, ne? Also ich finde das krass, wie du dran bleibst bei beiden, bei deiner Mutter und auch bei deinem Vater, die dazu hinbringst, Worte zu finden und zu formulieren und zu beschreiben. Und du so, ich möchte nichts, das sagst du immer wieder so, ich möchte nichts aufwühlen oder irgendwas, ich möchte nur Informationen, sagst du auch, ne? Deswegen, genau, in dem Machen ist es halt ein bisschen so diesen Fokus, einfach mal weiter zu fragen, bis ich irgendwie so eine Art von emotionale Klarheit habe. Und danach, wenn man dieses ganze Material gesammelt hat, dann das Schneiden. Das Schneiden ist auf jeden Fall nochmal eine andere Schwierigkeit, weil da ist man die ganze Zeit so ein bisschen am Gucken, wie kommt das rüber. So. Und das ist auch wahnsinnig kompliziert gewesen. Gratulation an den Schnitt an dieser Stelle. Unglaublich. Also das hast du so cool gelöst. Naja, aber in Bezug auf das mit dem interkulturellen Beziehung, sei es Liebe oder politisch oder sonst was, eben das ist halt sehr schwierig gewesen für allen gerecht zu machen. Ja. Weil es so natürlich die ganze Zeit so geladen ist und besonders wenn man dann hier ist in diesem Deutschland, ist es ja, wo das Publikum hauptsächlich weiß ist, die sind ja auch daran gewöhnt, an eine bestimmte Art von Erzählung oder Haltung, wenn es zum Thema Afrika und Europa kommt. So, es ist sehr schwierig, etwas zu machen, ohne dass es gleich so als Multikulti oder das Thema Rassismus bedienen muss. So. Ja. Und das ist schwierig, nicht dran zu denken. Aber ich habe
glaube, ich habe geschafft, das nicht zu bedienen. Und aber mit dem Risiko, dass manche das auf eine bestimmte Art sehen werden, die nicht von mir aus so gemeint ist. So, oder? Ja, deswegen ist es eigentlich auch wichtig, dass es genügend Journalisten gibt, die schwarz sind und die BIPOC sind, die auch darüber berichten, weil das, glaube ich, schon nochmal eine andere Perspektive ist. Ich glaube, ich habe mich auch sehr viel und sehr oft in deine Lage versetzt. Also natürlich auch in die Mutter, aber mehr kenne ich natürlich auch, weil deine Geschichte ja in dem Sinne mehr meine Geschichte ist, habe ich eher aus deinen Augen das gesehen, auch wie du die Welten verknüpfst und so weiter und selbst eigentlich biracial Beziehungen so unter ein Mikroskop dir anschaust. So. Ich fände es noch wichtig, dass du kurz sagst, wo wir den Film als nächstes sehen können. Genau, der Film kommt demnächst, wird online in Deutschland zu sehen sein, bei dem Dokumentarfilmfestival DocFest München. Das ist im Mai, ich glaube 5. Mai bis 23. oder so. Und das wird man dann in Deutschland online, wird man sich da irgendwie Tickets kaufen können. DocFest München ist gespeichert, When a Farm Goes to Flame. Und eine Frage, die mir jetzt noch im Kopf kommt, ist total wichtig, ist, dass du natürlich sehr begründet viel Unterstützung gefunden hast. Ich meine, viel ist relativ, aber du hattest mit Grenzgänger eine Unterstützung, ne? Also eine Förderung bekommen. Es gab, du warst Teil der Berlinale Talents, das war in welchem Jahr? Das bin ich zweimal gewesen, 2015 und 2018. Und das sind so die Förderungen, die ich weiß, vielleicht gibt es noch andere. Und mich interessiert so, wenn du jetzt an die jüngere Generation denkst, ja, was würdest du sagen, was war für dich wirklich wesentlich? Also für Zugang, um jetzt die Leute, die jetzt zuschauen und sagen, ey, ich möchte genau das machen, ja, also in Filmbereich gehen, Dokumentarfilmbereich gehen, Kamera. Was ist wichtig, würdest du sagen? Was ist ausschlaggebend und was war deine Herangehensweise, die ja augenscheinlich auch erfolgreich war? Weil ich glaube, Talent ist die eine Sache, aber man muss ja natürlich auch wissen, wo und wie und so weiter. Ja, ich denke, vielleicht habe ich ein bisschen Glück gehabt oder so. Also mit meinem ersten Film, der ist so geworden, weil ich keinen Druck hatte, im Sinne von, ich müsste kein bestimmtes Format oder kein bestimmtes Produkt machen. Ich habe genau das gemacht, was mir am Herzen lag. So. Und ohne zu wissen genau, wie das aussehen würde oder was das dann überhaupt ist für ein Film. Und ich glaube, das ist entscheidend gewesen, weil daraus ist halt eine sehr persönliche und eine unique Art von Erzählung entstanden. Und darauf baut sich dann der weitere Weg. Also dass du erstmal das findest, was deins ist. Also wenn es jetzt im Film ist, dann halt deine Stimme, deine Erzählart, deine Art, etwas zu sehen, deine Art, etwas zu schneiden und Sachen zusammenzubringen. Wenn es Musik ist, das Gefühl, was du vermitteln willst, die Welt, die du da irgendwie aufmachen willst. Einfach deine Art, das zu tun, ohne zu kopieren, ohne Angst zu haben zu kopieren. Es ist okay zu kopieren, aber du musst einfach dein Ding machen und irgendwie treu zu dir selber sein und nicht versuchen, irgendein bestimmtes Produkt irgendwie herzustellen. Und wenn das irgendwie sich gefunden hat auf eine Art und da eine Art von Vertrauen und Sicherheit entstanden ist, dann ist es einfach nur da weitergehen. Aber das muss erstmal gefunden werden, so wie du, also deine Stimme und deine Art, das zu machen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, das haben ganz viele gehört, die gerade noch diese letzte Ermutigung brauchen. Ich möchte dich jetzt bitten, was in die Kamera zu yellen, irgendwas, was du der Welt mitgeben möchtest. Tenjimankai! I love it. Danke, dass ihr heute mit dabei wart, dass ihr heute mit Jide und mir hier in Berlin wart.
When a farm goes aflame, Dogfilm München. Dogfest? Dogfest München. Und die nächste Episode von Yell It kommt bald. Bleibt dran. Herzlichen Dank und bis bald. Tschüss. Yell it, yell it, yell it, yell it, yell it from the mountains.